Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, wäre schön, wenn ihr ihn abonniert, damit ihr keins meiner Projekte verpasst. Und dann fangen wir jetzt direkt mal an. Und zwar geht es mal wieder um das Abgussformen machen und das Schäumen. Im letzten Video habe ich ja gezeigt, wie ich diese Springerfigur gemacht habe, und jetzt habe ich mich mal an ein bisschen was Aufwendigeres gewagt und habe zwar ja, von einem Drachenkopf. Das war so eine alte Gothic-Figur, kennt die als Deko. Da habe ich einfach mal den Kopf abgesägt und habe mir da eine Form von gemacht. Von dem Formmachen habe ich allerdings kein Video gemacht dazu, aber das Ergebnis fand ich relativ interessant. Das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja das Horn schäumen. Das kommt natürlich noch, keine Sorge. Silikon habe ich schon nachbestellt, weil ich habe festgestellt, also für diese Formen, da brauchen wir schon, je größer die sind, die ganze Menge. Und ihr wisst, naja, der ein oder andere wahrscheinlich, das Zeug ist ziemlich teuer. So, dann will ich euch auch nicht länger langweilen. Dann zeige ich euch mal, was ich da so zusammengefrickelt habe. Wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann fangen wir mal an. Ich bin dann hingegangen, habe dann den Kopf quasi eine Form gemacht. Also ich habe ein Stück Pappe genommen, also jetzt nur so zur Erklärung. Hier ist noch ein bisschen, das hätte ich noch abschneiden, aber das ist jetzt nicht schlimm, das, an der Stelle macht das nichts aus. Wie gesagt, habe schon ein paar Sachen ausprobiert, waren noch ein paar Probleme am Anfang, aber da zeige ich euch dann. Wie ihr seht, ne, das ist dann quasi der Kopf. Ich habe das einfach mal so in der Hälfte durchgeschnitten, damit ich das nachher besser rauskriege. Kann man natürlich noch besser lösen. Da gibt es ja mit so ein paar Nüppen und so was die da rein. Aber wie gesagt, ich wollte erstmal so für mich mal probieren, ob ich das hinkriege. Ja, wie ich sehe, ist hier auch noch ein bisschen Schaum in so einem Ding drin. Also wie ihr seht, so ab und zu, da reißt doch schon mal was ab. Also ist nicht ganz ohne. Aber es geht. Also ich war echt angenehm überrascht. So nach der zweiten, dritten Probiererei sah das eigentlich schon ganz passabel aus. Das zeige ich euch dann nachher. Ich habe da schon ein paar Köpfe vorbereitet. Ja, wie gesagt, bin dann hingegangen, habe den Kopf auf ein Stück Pappe festgeklebt, dass der halt den Hals hoch genug hat, damit auch alles noch drunter. Wie ihr seht, hier sind nicht mehr ganz so dick wie hier oben. Ne, das hat aber gut funktioniert und habe dann aus dickerer Pappe, so Kartonpappe, mit Heißkleber den Kasten drumherum gebaut. Ihr seht ja von der Höhe, ne? Wie gesagt, da war dann auf 3 Seiten rundherum. Das hier war quasi das untere. Da hatte ich noch ein bisschen so Schaumstoff unter den Kopf geklebt und noch von unten den zugemacht, damit halt kein Silikon reinlaufen kann. Und habe dann drumherum gegossen. Ja, das Ganze hatte ich dann, damit nichts ausläuft, hatte ich noch Klebeband drumherum gewickelt. Das hat super funktioniert. Die Pappe runterkriegen, das war auch gar kein Problem. Ein bisschen frickelig, aber so im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Ja, so sieht das Ding dann aus. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen abschneiden, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so, es ist ja noch zum Probieren. Alles noch so zur Übung für andere Sachen. Aber ich denke mal, da das hier schon relativ gut funktioniert hat, klappt dann auch. Jetzt habe ich hier so eine alte Eisdose genommen. Und zwar mit dem Hintergrund, weil ich beim ersten Mal mir nicht sicher war, ob da genug Druck ist, dass da nichts rausläuft. Da habe ich dann hier ein bisschen so Materialreste genommen, habe die noch hier so an den Rand gequetscht, damit das noch so ein bisschen mehr, aber ich muss sagen, das klappt eigentlich ganz gut. Soweit wären wir dann schon mal fertig mit der ganzen Sache. Dann habe ich wieder so eine kleine Waage, die habe ich mittlerweile auch schon eingesaut. Am Anfang habe ich immer 2 Becher mit dem Zeug genommen, aber das geht eigentlich mit einem. Man muss dann ein bisschen zügiger arbeiten, aber das geht eigentlich ganz gut. Dann muss ich ein bisschen rumprobieren. Mischungsverhältnis ist ja 1:2 oder 2:1, könnt ihr aussuchen wie. Beziehungsweise mit der größeren Flasche, das ist dann, kommen 2 Teile rein und das Ding. Ich habe auch nicht mit Milliliter, sondern nur mit Gramm gemacht. Hab da ein bisschen rumprobiert, also da hat sie schon mal so einen Schaumhaufen draus. Muss man halt gucken. Und das sind halt von den Formen her, die Hörner, die sind ja ein bisschen so in den Seiten drin. Da zeige ich euch schon nachher mal. Das war dann am Anfang nicht so toll. Aber da habe ich auch eine Lösung für gefunden. Das Ganze muss dann ein bisschen ausgeschwenkt werden. So, dann machen wir mal die Ware an. Erstmal gucken. Ja, Becher drauf.
Dann wird das Ganze auf 0 gesetzt. So, dann fangen wir einfach mal an. Jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, waren so ungefähr 12, 10 bis 12. Ja, so ein bisschen mehr, ach, egal, machen wir 14. Ist nicht schlimm, wenn es dann ein bisschen mehr schäumt, das kann man nachher weg. Und so auf ein Gramm genau gucke ich jetzt auch nicht. So, jetzt haben wir statt 15, 14 sind 15 geworden. Die Dosierung ist halt immer ein bisschen blöd. Aber das geht. Nehmen wir 17, 7,5. Ja, so 7, 7,5, das passt dann. Ungefähr so auf 21. So, dann schnell zugemacht. Das Ganze schnell verrührt. Das seht ihr dann. Das hat dann so ein bisschen anderen Farbton. Ne? So, ich mache das jetzt relativ zügig. Dann kippe ich das hier rein. Ich hoffe, das kann man in der Kamera gut sehen. So. Und dann nehme ich die ganze Form und lasse das so ein bisschen überall reinlaufen. Also so ein bisschen ausschwenken. Ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen mehr nehmen sollen. So, jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig, aber ich meine, von der Menge her muss das eigentlich gut gewesen sein. Jetzt hoffe ich nur, dass das alles da in die Dinger reingelaufen ist. Ja, das läuft nämlich schon nicht mehr so gut, das fängt jetzt an zu schäumen. Wie gesagt, kann jetzt sein, dass ich vielleicht ein bisschen zu wenig genommen habe. Das ist nämlich schon ein paar Tage her, dass ich das Ganze ausgeschäumt habe. Aber das geht eigentlich relativ schnell. Also da muss man schon ein bisschen zügiger arbeiten bei dem Ganzen. Das dauert jetzt ein paar Minuten und dann lassen wir das erstmal eine ganze Weile trocknen. Beziehungsweise dann in der Form, wenn es dann ausgeschäumt ist. So wie es aussieht, fängt es schon an. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ich ein bisschen zu wenig reingekippt habe. Da müssen wir jetzt mal gucken. Fängt schon an zu wachsen, das sieht man noch nicht so ganz. Vielleicht mache ich mal eine andere Einstellung. Ich mache mal ein bisschen näher ran, Leute. Ja. Machen wir das hier mal auf Seite. Ja, guckt mal hier, ob man das so sehen kann. Das fängt nämlich schon an. Nur halt noch nicht so wie es dauert ein bisschen. Aber man sieht schon, es geht höher. Ja. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu wenig genommen. Bin mir jetzt nämlich nicht mehr so ganz sicher, ob das genug war. Und dann müssen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen stehen lassen. Wie gesagt, das dauert ein paar Minuten, bis das dann alles so raus, also das fängt sich ja an dann auszudehnen, nachdem wir das zusammen gemischt haben. Aber wie gesagt, das geht eigentlich relativ einfach mit den Sachen. Und ich bin echt fasziniert, das ist also vom Detailgrad, muss ich ehrlich sagen, finde ich das schon ziemlich geil. Aber wenn ich das hier so sehe, habe ich echt das Gefühl, als wenn ich zu wenig reingetan habe. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt schon am Hals angekommen. Bin mir jetzt echt nicht so sicher. Kann wirklich sein, dass ich ein bisschen zu wenig reingekippt habe. Ihr seht hier im Becher, das ist schon so ein bisschen, war noch ein gutes. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr reinkippen sollen. Aber wie gesagt, ich war mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber normalerweise sollte das reichen. Man müsste immer gucken. Am Anfang, ich wusste ja noch nicht mal, wie viel sich das ausdehnt. Keine Ahnung, ich glaube, auf den Dingern steht da noch nicht mal was drauf. Also musste ich ja immer erstmal so Pi mal Daumen. Da hatte ich dann hier noch so einen Knubbel hier oben drauf und der Becher, der war auch noch halb voll. Ne? Ja, ich habe so das Gefühl, ich habe ein bisschen zu wenig reingekippt. Ja, wie ihr seht, das geht nicht so ganz bis oben hin. Das ist mal wieder typisch so der Vorführeffekt. Kennt ihr ja. Gut, dass ich schon ein paar Köpfe vorbereitet habe. Naja. Ja, es schäumt aber noch. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal noch ein bisschen schäumen. Dann gucken wir mal, wie es nachher aussieht.
Aber ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig genommen. Sieht ganz danach aus. Aber für den Kopf selber, denke ich mal, reicht es. Fehlt halt ein Stück vom Hals, aber den habe ich sowieso nicht unbedingt vor zu benutzen. Eigentlich geht es mir mehr um den Kopf. Ja, das Ganze habe ich jetzt mal einen ganzen Tag drin gelassen, aber wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Sachen vorbereitet. Ich zeige euch jetzt nur ungefähr mal, was da so ungefähr rauskommt. Mal gucken. Ein bisschen ist dann immer so ein bisschen noch hier so rausgequollen, also so ein bisschen wie so eine Naht, sage ich jetzt mal. Muss man halt immer ein bisschen aufpassen und vor allen Dingen, was ich festgestellt habe, ihr müsst immer schauen, dass er das Silikon so ein bisschen löst von dem Ganzen. Ja. Jetzt mal gucken, wo ist der Anfang? Hier. Und das Ganze dann immer so peu à peu dann löst. Dann geht das eigentlich relativ gut. Ab und zu reißt mir zwar da auch ein bisschen ab. Wie ihr seht, da muss man mal ziemlich viel hin und her. Ich will euch dann halt mal zeigen. Ja. Na, wie gesagt, ihr müsst dann immer aufpassen beim Rausmachen, da reißt schon mal was ab. Hier oben, das ist jetzt nicht das Problem, ein bisschen steht auch schon mal über. Na, wie ihr seht, gut, vom Hals fehlt jetzt halt ein Stück, aber ich zeige euch gleich mal, wie das ganz aussieht. Das ging jetzt halt nur, oh, wie ihr seht, das, ich sage ja, das ist wieder der Vorführeffekt. Hier fehlt ein Stück vom Maul. Naja, gut. Gut, dass ich schon ein paar vorbereitet habe, dass ihr sehen könnt, dass das dann doch funktioniert. Ich hasse diesen Vorführeffekt, Leute. Das ist immer, wenn man euch sowas zeigen will, dann klappt das dann meistens nicht. Aber das kennt ihr ja auch in der Werkstatt beim Auto. Ne? Die ganze Zeit klappert was, kaum seid ihr in der Werkstatt, hört es auf zu klappen. Na, wie gesagt, ihr müsst dann immer so ein bisschen gucken, dass ihr das Ganze so ein bisschen löst. Gucken, wie es jetzt aussieht. Das ist das Schöne, das Silikon, das ist eigentlich ziemlich stabil, sage ich mal. Wie ihr seht, und schon habt ihr die Hörner dran. Auch wenn jetzt unten vom Maul ein Stück fehlt. Das Ding kann man immer noch für irgendwas anderes gebrauchen, wo man das dann quasi nur so drauf setzt. So, ich zeige euch mal, wie sowas aussieht, wenn sie dann fertig ist. Ich habe dann ein ganzes Teil gemacht. Das waren dann so, ich glaube 6 oder 7 Stück. Das war ja jetzt gerade wieder mal ein bisschen so missglückt. Aber wie gesagt, hier unten fehlt jetzt das Maul, aber das kann man dann immer noch irgendwie für was gebrauchen. Dann gucke ich mal. Und zwar hatte ich nämlich bei dem ersten hier das Problem, hier war so ein Stück vom Ohr abgerissen. Das hing dann hier noch drin. Das war dann so, das hier war quasi so mein erster Versuch. Und das wurde dann so nach und nach besser. Ab und zu ist dann hier schon mal so ein bisschen was abgerissen, so wie hier beim Rausholen, aber der Kopf, wie ihr seht, das ist schon relativ gut geworden. Sind ein paar, die einen sind ein bisschen besser, die anderen was schlechter, aber so im Gesamten wurde es dann immer besser. Wie gesagt, ihr müsst dann natürlich ein bisschen gucken, das war jetzt bei dem hier ein bisschen wenig, aber ihr hattet ja auch, wo ich es reingekippt hat, es war nicht so gut geflossen. Ich hätte wahrscheinlich doch ein paar Gramm mehr rein. Wahrscheinlich so 2010 oder so was, statt dann die 7 oder so. Das war halt, ja, und so sieht das halt dann fertig aus. Mal gucken, habe ich hier einen, der richtig gut geworden ist. Ja, hier. Hier unten seht ihr zum Beispiel noch, wo ich den Schaumstoff quasi unten drauf geklebt hatte, an der Pappe, damit dann halt, das war ja hohl, damit dann quasi da nichts reinläuft. Ihr habt dann noch so ein bisschen hier überstehen, hier so Grat, den kann man dann mit der Schere wegschneiden, das habe ich beim Paar schon mal gemacht. Mal gucken, hier bei irgendeinem, hier fehlt auch wieder ein bisschen was, naja gut, aber ihr seht ja. Also das ist halt, man muss ein bisschen gucken. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist, wenn er den Schaum reinmacht
Und ihr habt hier so halt so Vertiefungen und hier wie für die Hörner, da dann das Ganze ein bisschen ausschwenkt. Also schnell relativ zügig umrühren, reinkippen. Natürlich in der Menge, das war jetzt halt bei dem sowieso ein bisschen wenig, ne? Aber wie gesagt, halt ist mir ja schon direkt aufgefallen, aber ich hatte die ganzen Köpfe hatte ich von einer Woche gemacht und hat nicht so mehr im Kopf, wie viel es ist. Also lieber, wenn ihr euch nicht sicher seid, macht ein bisschen mehr. Das, ich schätze mal, ausbreiten tut sich das so mit, ja, ich sag jetzt mal 3- bis 5-fache, würde ich mal behaupten. Bin mir jetzt aber nicht so sicher. Aber wie ihr seht, also von den Details ist das schon richtig gut. Ich kann ja mal ein bisschen näher machen. So. Ja. Damit ihr da mal sehen könnt, wie so es dann aussieht. Ja. Das ist jetzt hier quasi der Kopf, den wir jetzt hier im Video selber gemacht haben. Wie ihr seht, die Details so von den Hörnern und so, das ist ja gut. Die Zacken auch. Nur es war halt ein bisschen wenig, das Maul hat irgendwie, ja, wahrscheinlich ist es da nicht reingelaufen. Warum auch immer. Ich sag ja, ich gehe von aus, dass ich halt zu wenig gemischt hatte. Aber ansonsten, seht ihr, wie das aussieht, ne? Wenn es denn was geworden ist. Also ich muss ehrlich sagen, so von den Details her, da werde ich mir wahrscheinlich jetzt für Dragomir selber mal ein Bad an Waffen machen. Geplant ist mal wieder ein schönes, hübsches Messer, wo ich dann den Kopf quasi, also ohne den Hals jetzt, also nur ein Stück vielleicht davon, als Knauf nehmen werde. Sieht bestimmt hübsch aus. Und eins meiner Schwerter, das ist jetzt auch ein bisschen nach gefühlt 10, 15 Jahren am Krebsen. Das werde ich jetzt abziehen und dann kommt dann auch so was als Knauf dann dran. Vielleicht mache ich auch ein Video von, ich weiß es noch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe mal, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ich wollte jetzt mal testen, bevor ich die Hörner mache. Also vergessen habe ich es noch nicht. Das war mal noch so ein bisschen Übung. Ich wollte mal gucken, wie leistungsfähig dieser Schaum ist. Also jetzt rein optisch. Weil das kleine, die Springerfigur, die war ja, ich sag jetzt mal nicht so aufwendig, obwohl die Details ja auch schon ziemlich geil waren. Aber wie ihr seht, wenn er mit einer vernünftigen Silikonform was macht, da ist schon was zu machen, ne? Also ich bin schon schwer begeistert. Ich hatte das Ganze hatte ich letzte Woche schon gemacht, hat dann bei Facebook auch mal hochgeladen bei ein paar Freunden, die waren dann auch sehr begeistert. Und da dachte ich so, naja, wenn die so begeistert sind, kann man ja ruhig auch mal ein kurzes Video zu machen, auch wenn halt nicht alles zu sehen ist, wie das, wo ich die Form gemacht habe, aber ich hoffe mal, das verzeiht er mir. Ja, dann wird dann das nächste mit den Hörnern sein. Da bin ich aber allerdings noch am Überlegen, ob ich jetzt dieses teure Silikon nehme oder mal eine Version ausprobiere, die ich mal gesehen habe mit Wasserspüli und billigem Baumarktsilikon. Vielleicht mache ich auch 2 Formen, da ich ja für beide Hörner was machen wollte. Vielleicht mache ich einmal hier mit dem teuren und einmal mit dem günstigen aus dem Baumarkt und versuche mal beide Methoden, um zu gucken, wie das jetzt so, ich sag jetzt mal, optisch und qualitativ wird. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet, ob ich zu beiden Video machen soll, also jeweils eins oder alle beide Versionen zusammen, um mal zu gucken, so quasi so ein VS, ne, also Billig-Version gegen teures Silikon. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch wieder gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Denkt dran, abonnieren und so weiter nicht vergessen, ne? Damit unterstützt er mich und den Kanal. Und ich freue mich immer noch für jedes Abo, das ich kriege. Und auch jeden Kommentar, Like. Ne? Das motiviert mich weiter, Videos zu machen. Wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.